Willkommen zu Deutsch Doppel. Heute lernen wir 50 wichtige Sätze für Arztbesuche in Deutschland, ohne Stress. Abonniert uns, gebt ein Like und aktiviert die Glocke. Beginnen wir mit dem Satz: Ich habe seit gestern Kopfschmerzen. Diesen Satz nutzt man, um dem Arzt zu sagen, wann die Beschwerden angefangen haben. Es hilft, die Situation einzuschätzen. Also, ich habe seit gestern Kopfschmerzen. Ein anderer wichtiger Satz ist: Können Sie mir bitte helfen? Damit zeigt man dem Arzt, dass man Unterstützung braucht. Es ist höflich und direkt. Wiederhole: Können Sie mir bitte helfen? Ein nützlicher Satz ist auch: Ich fühle mich sehr schwach. Damit teilt man dem Arzt mit, dass man wenig Energie hat. Das ist wichtig für die Diagnose. Also noch einmal: Ich fühle mich sehr schwach. Weiter geht's mit: Ich habe Fieber und Husten. Das sind konkrete Symptome, die der Arzt wissen muss. So kann er besser verstehen, was los ist. Also: Ich habe Fieber und Husten. Der Arzt könnte fragen: Wo tut es Ihnen weh? Das ist eine Standardfrage, um herauszufinden, wo genau das Problem liegt. Man sollte darauf vorbereitet sein, diese Frage zu hören. Nochmal: Wo tut es Ihnen weh? Ein weiterer Satz, den man verwenden kann, ist: Ich habe Schmerzen im Bauch. Wenn man das sagt, weiß der Arzt sofort, dass der Bauch das Problem ist. Wiederhole: Ich habe Schmerzen im Bauch. Der Arzt fragt oft: Haben Sie Allergien? Das ist wichtig, um zu vermeiden, dass man etwas bekommt, was man nicht verträgt. Also: Haben Sie Allergien? Auch wichtig: Nehmen Sie Medikamente ein? Diese Frage hilft dem Arzt, Wechselwirkungen zu vermeiden. Es ist gut, darauf vorbereitet zu sein. Nochmal: Nehmen Sie Medikamente ein? Ein weiterer nützlicher Satz ist: Wie lange haben Sie die Symptome? So fragt der Arzt, um den Verlauf der Krankheit zu verstehen. Man sollte darauf vorbereitet sein, das zu beantworten. Wiederhole: Wie lange haben Sie die Symptome? Ein sehr wichtiger Satz ist: Ich habe Probleme beim Atmen. Das ist ein ernstes Symptom, das sofortige Aufmerksamkeit braucht. Also nochmal: Ich habe Probleme beim Atmen. Manchmal braucht man ein Rezept. Da sagt man: Ich brauche ein Rezept für meine Medikamente. So weiß der Arzt, dass man eine Verschreibung benötigt. Nochmal: Ich brauche ein Rezept für meine Medikamente. Zum Abschluss: Wann kann ich wieder arbeiten? Das fragt man, um zu wissen, wann man sich erholen soll. Der Arzt gibt dazu Rat. Wiederhole: Wann kann ich wieder arbeiten? Weiter geht's mit dem Satz: Ich habe einen Ausschlag auf der Haut. Das teilt dem Arzt mit, dass es ein Hautproblem gibt, das untersucht werden muss. Also: Ich habe einen Ausschlag auf der Haut. Ein wichtiger Satz bei Medikamentenfragen ist: Gibt es Nebenwirkungen bei diesem Medikament? Damit fragt man, ob es unerwünschte Effekte geben kann. Wiederhole: Gibt es Nebenwirkungen bei diesem Medikament? Der nächste Satz ist: Wie oft soll ich die Tabletten nehmen? Damit fragt man nach der genauen Dosierung der Medikamente. Das ist wichtig, um sie richtig einzunehmen. Also: Wie oft soll ich die Tabletten nehmen? Manchmal verpasst man einen Termin, dann sagt man: Ich habe meinen Termin verpasst. Das ist wichtig, um einen neuen Termin zu vereinbaren. Wiederhole: Ich habe meinen Termin verpasst. Wenn man etwas nicht verstanden hat, kann man sagen: Können Sie das bitte wiederholen? So bittet man höflich darum, die Information noch einmal zu hören. Also: Können Sie das bitte wiederholen? Bei Schmerzen sagt man: Ich habe seit Tagen Rückenschmerzen.
Damit gibt man an, wie lange die Schmerzen schon da sind. Das hilft bei der Diagnose. Wiederhole, ich habe seit Tagen Rückenschmerzen. Bei einer Allergie sagt man, ich bin gegen Penicillin allergisch. So vermeidet man falsche Medikamente. Also, ich bin gegen Penicillin allergisch. Ein wichtiger Satz ist, wie hoch ist mein Blutdruck? Diese Frage hilft, die Gesundheit zu verstehen. Wiederhole, wie hoch ist mein Blutdruck? Bei plötzlichen Symptomen sagt man, mir ist plötzlich schwindelig. Das zeigt, dass etwas nicht stimmt und sofortige Hilfe braucht. Also, mir ist plötzlich schwindelig. Bei Halsschmerzen sagt man, ich habe seit einer Woche Halsschmerzen. Das hilft dem Arzt, die Dauer zu verstehen. Wiederhole, ich habe seit einer Woche Halsschmerzen. Bei Schmerzen fragt man, können Sie mir etwas gegen die Schmerzen geben? Damit bittet man um Hilfe. Also, können Sie mir etwas gegen die Schmerzen geben? Zuletzt der Satz, ich habe Magenprobleme. Damit weist man auf Beschwerden hin, die untersucht werden müssen. Wiederhole, ich habe Magenprobleme. Der Satz, wie lange dauert die Behandlung, ist wichtig, um zu wissen, wie viel Zeit man einplanen muss. Man stellt diese Frage, wenn man wissen möchte, wie lange man beim Arzt bleibt. Wiederhole, wie lange dauert die Behandlung? Wenn man Angst hat, sagt man, ich habe Angst vor Spritzen. Das ist nützlich, um dem Arzt zu signalisieren, dass man vorsichtig sein soll. Also, ich habe Angst vor Spritzen. Ich brauche eine Krankmeldung. Diesen Satz benutzt man, um ein offizielles Dokument zu bekommen, das die Arbeitsunfähigkeit bestätigt. Wiederhole, ich brauche eine Krankmeldung. Bei Magen-Darm-Problemen kann man sagen, ich habe seit gestern Durchfall. Das hilft dem Arzt, die Ursache der Beschwerden zu verstehen. Also, ich habe seit gestern Durchfall. Wann bekomme ich die Testergebnisse? Fragt man, um zu wissen, wann man mit den Ergebnissen rechnen kann. Das ist wichtig, um die nächsten Schritte zu planen. Wiederhole, wann bekomme ich die Testergebnisse? Wenn man pünktlich ist, sagt man, ich habe einen Termin um 10 Uhr. So bestätigt man die Uhrzeit des Arztbesuchs. Also, ich habe einen Termin um 10 Uhr. Bei Ohrenschmerzen sagt man, ich habe seit Tagen Ohrenschmerzen. Das gibt dem Arzt Hinweise auf die Dauer und Schwere der Schmerzen. Wiederhole, ich habe seit Tagen Ohrenschmerzen. Ich habe meine Krankenkarte vergessen. Mit diesem Satz informiert man das Praxispersonal, dass man die Versichertenkarte nicht dabei hat. Also, ich habe meine Krankenkarte vergessen. Wenn man zu einem Spezialisten muss, sagt man, ich brauche eine Überweisung zum Spezialisten. Das ist nötig, um einen Termin bei einem Facharzt zu bekommen. Wiederhole, ich brauche eine Überweisung zum Spezialisten. Entdeckt man etwas Ungewöhnliches, sagt man, ich habe einen Knoten gefunden. Das ist wichtig, um sofort Hilfe zu bekommen. Also, ich habe einen Knoten gefunden. Bei Schlafproblemen kann man sagen, ich schlafe seit Wochen schlecht. Das hilft dem Arzt, die Ursache zu finden. Wiederhole, ich schlafe seit Wochen schlecht. Wenn man erkältet ist, sagt man, ich bin erkältet. Das beschreibt Symptome wie Husten und Schnupfen. Also, ich bin erkältet. Ich habe Schmerzen beim Schlucken. Diesen Satz benutzt man, um auf Halsprobleme hinzuweisen, die untersucht werden müssen. Wiederhole, ich habe Schmerzen beim Schlucken. Ich habe seit gestern Zahnschmerzen. Das sagst du, wenn du dem Arzt mitteilen möchtest, dass du Probleme mit deinen Zähnen hast. Wiederhole, ich habe seit gestern Zahnschmerzen. Ich habe seit heute Morgen Übelkeit.
Das ist wichtig, wenn du dem Arzt sagen willst, dass dir schlecht ist. Du benutzt es, um Magenprobleme zu beschreiben. Also, ich habe seit heute Morgen Übelkeit. Ich habe einen Insektenstich. Diesen Satz benutzt du, wenn du dem Arzt zeigen möchtest, dass du von einem Insekt gestochen wurdest. Es kann helfen, eine Reaktion zu erklären. Wiederhole: Ich habe einen Insektenstich. Ich habe meine Medikamente verloren. Damit erklärst du dem Arzt, dass du deine Medikamente nicht mehr hast und vielleicht neue brauchst. Das ist wichtig, um eine neue Verschreibung zu bekommen. Also, ich habe meine Medikamente verloren. Ich habe seit gestern Fieber. Das ist nützlich, wenn du dem Arzt sagen möchtest, dass deine Körpertemperatur erhöht ist. Es hilft, mögliche Infektionen zu identifizieren. Wiederhole: Ich habe seit gestern Fieber. Ich habe Schmerzen in der Brust. Diesen Satz sagst du, um auf Schmerzen im Brustbereich hinzuweisen. Das ist wichtig, um ernsthafte Gesundheitsprobleme auszuschließen. Also, ich habe Schmerzen in der Brust. Ich habe seit Tagen keinen Appetit. Das sagt man, wenn man dem Arzt erklären möchte, dass man keine Lust hat zu essen. Es kann auf verschiedene Gesundheitsprobleme hinweisen. Wiederhole: Ich habe seit Tagen keinen Appetit. Ich habe seit gestern eine Erkältung. Das ist wichtig, um die typischen Symptome wie Husten und Schnupfen zu beschreiben. Damit kann der Arzt die Behandlung planen. Also, ich habe seit gestern eine Erkältung. Ich habe seit einer Woche Kopfschmerzen. Das sagst du, wenn du dem Arzt mitteilen möchtest, dass dein Kopf schon länger schmerzt. So kann der Arzt die Ursache besser verstehen. Wiederhole: Ich habe seit einer Woche Kopfschmerzen. Ich habe einen Hautausschlag. Damit zeigst du dem Arzt Hautprobleme. Es hilft, die richtige Behandlung zu finden. Also, ich habe einen Hautausschlag. Ich habe seit gestern Bauchschmerzen. So sagst du dem Arzt, dass dein Bauch wehtut. Das ist wichtig für die Diagnose. Wiederhole: Ich habe seit gestern Bauchschmerzen. Ich habe seit Tagen Gliederschmerzen. Das sagst du, wenn Arme und Beine wehtun. Es kann auf Grippe hinweisen. Also, ich habe seit Tagen Gliederschmerzen. Ich habe seit gestern Halsschmerzen. So sagst du dem Arzt, dass dein Hals wehtut. Es kann auf Erkältung hinweisen. Wiederhole: Ich habe seit gestern Halsschmerzen. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, unsere Tipps helfen euch beim Arzt in Deutschland. Keine Angst und keine peinlichen Momente mehr. Genau, bleibt entspannt und vorbereitet. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns. Ein Like von euch wäre auch toll. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und fröhlich.